Ein Zug fährt in einen Tunnel und schiebt die Luft vor sich her. Am Ende knallt es. Der sogenannte Tunnelknall. Doch im künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof, den Züge durch Tunnelröhren anfahren? Stille. Kein Knall. Kein Druck. Wie kann das sein? Das schauen wir uns genauer an. Wenn ein Zug in einen Tunnel einfährt, entsteht immer eine Druckwelle. Relevant wird das bei hohen Geschwindigkeiten ab etwa 160 km/h. Die Luft vor dem Zug kann nicht ausweichen, sie wird bei Einfahrt schlagartig zusammengedrückt und diese Verdichtung bewegt sich durch den Tunnel. Und zwar mit Schallgeschwindigkeit, also schneller als der Zug selbst. Doch auf dem Weg durch den Tunnel passiert etwas Entscheidendes. Von hinten schiebt immer mehr Luft nach, vorne wird es immer enger. Der Druck steigt nicht langsam an, sondern immer abrupter auf immer kürzerem Raum. Je länger der Tunnel, desto stärker dieser Effekt. Am Ausgang entlädt sich diese Welle schlagartig, als kurzer, lauter Knall. Der kann, je nach Situation, deutlich über 100 Dezibel erreichen, also vergleichbar mit einem startenden Flugzeug in einiger Entfernung. Genau diesen Effekt müssen Ingenieure kontrollieren. Dieses Problem ist vor allem an den Ausgängen von Hochgeschwindigkeitstunneln bekannt. Bei Stuttgart 21 gibt es aber noch eine wesentliche Besonderheit. Die Druckwellen aus den schnell befahrenen Tunnelästen würden sich bis in den unter der Erde liegenden Bahnhof fortsetzen. Die Folge: Am Bahnsteig würde es laut knallen. Deshalb setzt die Lösung direkt am Tunneleingang an. Genauer gesagt an den Portalen, an denen Züge besonders schnell einfahren. Zum Beispiel am Filterportal und in Obertürkheim. Dort wurden sogenannte Schwallabbauschächte gebaut. Öffnungen an der Tunneldecke. Diese sorgen mit einem aufgeweiteten Tunnelquerschnitt dafür, dass die Luft langsamer komprimiert wird und ein Teil über die Schächte entweichen kann. Dadurch wird die Druckwelle verändert. Der Druck baut sich langsamer und gleichmäßiger auf. Aus einem harten Stoß wird eine weichere Bewegung und genau das verhindert später den Knall. Aber selbst dann ist das Problem noch nicht komplett gelöst. Denn ein Teil der Luftbewegung bleibt im System und ohne weitere Maßnahmen würde diese Luft bis in den Bahnhof gelangen. Und hier kommt das Schwall- und Lüftungsbauwerk an der B14 zum Einsatz. Es liegt zwischen Tunnel und Bahnhof und wirkt wie eine Trennstelle. Die Luft wird gezielt umgeleitet, kann sich in den unterirdischen Räumen verteilen und dann wie geplant langsam entweichen. Die Strömung verliert weiter an Energie. Die Druckwellen aus dem Tunnel werden vom Bahnhof aerodynamisch entkoppelt. Ohne Schwallbauwerk würde man am Bahnsteig starke Luftbewegungen erleben. Stattdessen wird der Windstoß abgefangen. Der Tunnelknall entsteht nicht an einer Stelle, er entsteht über die gesamte Strecke eines Tunnels. Und genau deshalb wird er auch nicht mit einer einzigen Lösung verhindert, sondern mit einem System. Schwallabbauwerke, gezielte Luftführung und Entkopplung im Tunnelnetz und ein Schwallbauwerk vor dem Bahnhof. Im Zusammenspiel sorgen sie dafür, dass aus einer potenziell lauten Druckwelle eine kaum spürbare Luftbewegung wird. Was man am Bahnsteig merkt? Nichts. Kein Knall, kein Luftstoß. Und genau das ist das Ziel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.